بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلد السلطان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه واتباعه وخلفاء راشدين مهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم والأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. أيها المؤمنون, O believers, Juma Mubarak. This is the last day of Rajab, last day, holy months, Allah's months. May Allah accept our intentions and increase our nearness, inshallah, to Him. Tomorrow will be Sha'ban, inshallah, new month, Prophet's month, sallallahu alayhi wa sallam, and good months to increase love for Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Everything, he said, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha, that the way and religion, you can also say, they translate like this, it is sincere advice. Nasiha, they say advice, but it is sincere advice. And we need sincere advice from sincere people, not from unsincere people. You cannot get an advice, a sincere advice from an unsincere people. It's impossible. So you need a saint or a friend of God giving you a sincere advice, and to follow Prophet's way, Sunnatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah created mankind as the best in His creation, as the most honored one and most respected one in the whole creation. Because he is not created for this world. This is a big mistake, a big error, to think that you are created for this world. No, not at all. It's completely wrong. But you go with this idea every morning, every night, and every time you are, it is very clear to you, you are created for this world. No. You are sent to this world for some time. You are sent to this world. Then you leave. You come and you leave. Coming, leaving, coming, leaving. Anyone staying here? No. You are created to be here for some time, not for this world. This is completely wrong. It's a big error, and Shaitan, he is teaching mankind, saying you are created for this world. And you think that precious things, you're saying precious stones, precious gold, silver, jewelry, diamonds, you think you're making substitute with them. You are thinking they have worth, they are honored, they have more honor than you. If somebody makes a statue from you out of diamonds, you will think that is much more worth than me. So much worth. All of diamonds. If you think this for 1 second, you are completely wrong. There's no diamonds. If you take all diamonds from this whole world, all treasures from this whole world cannot be
worth, have the value, same value like the last person on this world. You would consider him the last person. Even bad person, very bad person, even that one, he has more worth than all the treasures, all of them, from the whole world. You are honored. You are created for pleasure and enjoying. You don't know, eh? We don't think about this. We think, no, can't be. I have to be sad, very angry, very sad, very concerned, very worrying. No, you are created to enjoy, to be in pleasure. Allah created you for good. Nasiha, what nasiha in Islam? For goodness. For badness? No, for goodness. You cannot find anything in Islam which is saying something bad. All of it is good. All of it belongs to goodness here and hereafter. To enjoy, to be happy, to be beautiful, to be lightful, to have wisdom, to have everything from now up to this end of life, after this life, going on. You get more knowledge, more experience. It's not finishing. Never finishing. It's going on. Even Prophet ﷺ, he is taking more and more and more and more. You think there's a limit, there's an end? No, they say. The ones who know. They say no, there is no end. Human being is not made for end, for a limit. He has his heart is so big. Allah is there. Allah has an end. He has limits. What you are occupying? With what? Don't worry about this. About this world. Don't worry about things, about happenings. People will get mad more and more. Even the Eifel, kein Zweifel, in our area they are getting mad. They're putting fire, Shaitan putting fire. There's 10 places they put fire in the area. Shaitan, he's doing that. And it's coming more, it's nothing. This is nothing. And you must not worry. You must not say, why happened this and this happened and I have to go and I have to know and I have to say and... No. Leave that. It's not your business. Your business is Allah. And Allah, it is Allah's business, this word, not your business. You are your business. Your heart is your business. Other business you don't have. Don't discuss and don't repeat and don't say and don't worry about these things. Say this is from Allah. Everything is from Allah. And with everything it has a wisdom. All of it has a wisdom. You cannot know, but you will know, inshallah. We will know. In the end we will know. What is the business? What is the wisdom from this happening, from that war, from this, from that, from this? All of it has a wisdom. You are saying that Allah created good and bad. If you believe, you are saying every day, believe. He created bad for fun, for nothing? No, there is a wisdom. We have to think about it. And not involve in dunya, involve in the akhirah. To be happy, that is what Islam is saying. Look for your heart, make zikr, think about Allah, be thankful, do your best in your surrounding, your neighbor, your family, your brothers and sisters. You can do something. Yes, you are responsible for something, for some little thing. It is almost nothing. But our heart is big. Our heart is endless. Our heart is bigger than anything. Your heart, everyone's heart, is big like all this universe together in one atom. There's only one atom in your heart. All the universe, all the creation, what your galaxies, everything, what you can know, what people can know, what Allah gives them as a knowledge,
everything, this whole universe, put in an atom. It's an atom in your heart. Your heart is so big. It's good news. This is good news. You have to remember, we have to remember this and be thankful. And it is through love and for love that all creation was done by Allah subhanahu wa ta'ala. And you are made for this, not for anything else. Not for anything else. May Allah protect us, inshallah, from shaitan and from this world and from wishes and diswishes and from our ego. Und Brüder und Schwestern, Juma Mubarak, das ist der letzte Tag im Rajab. Heiliger Monat Rajab, Allahs Monat. Möge Allah akzeptieren, trotz unserer Fehler, trotz unserer unsere Reue, die wir dann wieder brechen, wo wir gute Intentionen haben und die dann wieder brechen. Und Allah verzeiht uns wieder und wieder und wieder und wieder. Möge Allah es annehmen, inshallah. Und nur er kann es ändern. Ja, du kannst bitten, Allah bitten, dass er dich ändert. Dich ändert, dass er deine Handlungen ändert. Deine Einstellung ändert, deine Handlung ändert und dich mit den Salihin sein lässt. Morgen ist der Monat von Prophet sallallahu alaihi wasallam, Schaban. Und möge er uns, wir haben die Absicht, uns näher an Prophet sallallahu alaihi wasallam anzunähern und die Liebe zu ihm zu steigern, inshallah. Er hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Adina Nasiha, das ist der Weg, Dien, der Weg oder Religion, ist aufrichtiger Rat. Aufrichtiger Rat, das ist das, daraus besteht das. Aufrichtigen Rat kannst du nur bekommen von einem Aufrichtigen. Aufrichtig sind nur Gottesfreunde, Vertrauenswürdige, Sadiqin. Wie im Koran steht, sei mit den Sadiqin, sei mit den Vertrauenswürdigen. Die geben aufrichtigen Rat. Und der aufrichtige Rat hat uns unser Sheikh gegeben. Und die Heiligen. Und sie haben gesagt, dass diese Welt oder dass der Mensch in dieser Welt, die den höchsten Stand hat, einen außergewöhnlichen Stand. Er ist das meist geehrte Geschöpf, meist respektiert und meist geehrt. Einfach weil er ist nicht für diese Welt erschaffen, nicht für diese Welt. Der Mensch denkt, er ist für diese Welt erschaffen. Der normale Mensch sozusagen, der Normalverbraucher, Shaitan hat ihm eingeredet und redet ihm ein, er ist für diese Welt erschaffen. Ja, mindestens seit 300 Jahren geht es bergab sozusagen. Als die Leute angefangen haben, nicht mehr an Gott zu glauben und nicht an ihre Werte und Traditionen, und Shaitan hat immer gearbeitet, modernisiert, Republik, Könige abgeschafft und so weiter, Religion abgeschafft. Heute denkt der Mensch, und schon lange geht immer weiter, er ist nur für diese Welt da. Jeder kümmert sich um diese Welt. Ich bin für diese Welt da. Du bist nicht für diese Welt da. Du bist in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Du bist hergeschickt worden, für eine Zeit lang. Manche sind 10 Jahre, 20, 30, 40, 50, 100 Jahre, sag 100 Jahre. Aber dann ist keiner mehr da von uns. Alle gehen weiter. Du bist nicht für diese Welt erschaffen. Diese Welt ist gar nichts. Es ist ein Aufenthaltsort. Ein zeitweiliger Aufenthaltsort. Nicht deine Seele da reinzugeben, in die Materie. Du bist für was Gutes erschaffen. Islam ist für das Gute, empfiehlt das Gute. Und zwar in allen Bereichen. Du kannst nichts finden im Islam und auch nicht in den anderen Religionen, ja, was das Schlechte befiehlt.
dass es dir schlechter geht, damit du schlecht drauf kommst, damit du in dieser Welt schlechter bist und im Achira schlechter bist. Da fehlt keiner. Nur Güte, Schönheit, Weisheit, Licht, Kraft, Freude. Du sollst Freude haben im Herzen. Du bist dazu da, um Freude zu haben. Und Shaitan hat dir gesagt, nee, du musst immer dir Sorgen machen und immer das Schlechte sehen und alle Sachen, die passieren, die musst du auf dich beziehen und musst depressiv natürlich werden und immer traurig sein über alles, was passiert. Es geht dich gar nichts an. Es ist Allahs Business. Allah macht das. Er hat das Gute und das Schlechte erschaffen. Das glaubst du und sagst du. Aber du lebst nicht danach. Du denkst, nur die Welt ist jetzt wichtig. Nur was ich jetzt tue in dieser Welt ist wichtig. Und es ist nicht wichtig. Was du hier tust, das einzige Wichtige ist, dich um dein Herz zu kümmern. Dein Herz zu befreien. Du bist hier, dich zu befreien. Dein Herz zu befreien. Das ist Freiheit. Nicht hip hip hurra, Freiheit, Freedom, Freedom. For Ego. Freiheit fürs Ego, zu machen, was ich will. Das ist die Freiheit der normalen in den Köpfen der Menschen. Ich bin frei. Ich will frei sein. Was für ein Blödsinn. Kompletter Schwachsinn. Freiheit, das ist eine Sklaverei. Absolute Sklaverei. Sklave für wen? Für Shaitan und für dein Ego. Sklave fürs Ego. Das ist deine Freiheit. Das ist unsere Freiheit, die wir Freiheit nennen. Sklave deines Egos, deiner Wünsche. Und Allah hat dich als Diener erschaffen, nicht als Sklave, als Diener. Ja? Abdullah ist ein Diener Allahs, ist eine höhere Stufe als Sklave. Und er hat den Menschen geehrt. Und er hat dich geehrt für sein Wissen, für seine Schönheit und für seine Ewigkeit, nicht für die paar Jährchen hier auf diesem jämmerlichen Planeten. Das ganze Universum in einen Atom zusammengefasst, und das kann Allah machen, das ist leicht, in eine Apfelsine, Mandarine, in einen Samenkorn. Kann er das Universum? Kann er reintun? Klar, kann er. Ala kulli shay'in qadir. Macht er das und wirft es dir in dein Herz, das verschwindet wie ein Atom. So ist dein Herz, so groß ist unser Herz. Da ist Allah drin. Allah sagt, nichts kann mich aufnehmen, außer das Herz des Mu'mins. Da gibt es keine Grenzen. Gibt keine Grenzen. Da denken wir gar nicht drüber nach. Die Heiligen sagen immer, denke nach, denke nach, denke nach. Wir sind viel zu faul dafür. Viel zu faul, nachzudenken. Das ist ja anstrengend. Über was soll ich denn nachdenken? Ich denke ja schon nach. Ich denke nach, wie ich morgen wieder mehr Geld verdiene, zum Beispiel. Das ist meine Hauptbeschäftigung. Das ist Dunya. Gefangen sein in Dunya. Ein Diener von Shaitan und vom Ego und von Wünschen. Das ist nicht die Freiheit. Allah fordert uns auf, frei zu sein, mit ihm zu sein, in Ewigkeit zu sein. Ewige Schönheit, ohne Grenzen. Gibt keine Grenzen. Der Mensch ist nicht erschaffen für Grenzen. Er hat keine Grenzen. Alles ist begrenzt. Ganze Materie ist begrenzt und wird vernichtet. Außer der Gläubige, das Herz des Gläubigen, die Seele des Gläubigen. Die bleibt bestehen. Und zwar immer und ohne Grenzen. Das ist deine Aussicht. Nichts anderes. Nichts anderes. Deswegen kümmere dich nicht um die Sachen, die hier geschehen, und frag nicht, warum passiert das, warum macht das Allah und das ist das und das ist das und da muss ich mich überall drum kümmern und mich aufregen und traurig sein und ärgerlich sein. Es geht dich überhaupt nichts an. Sag la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Es ist Allah. Allahs Macht, Allahs Kraft. Er hat es erschaffen, er lässt es zu, mit seiner Weisheit. Und du weißt nicht, du kennst die Weisheit nicht. Eines Tages werden wir die Weisheit wissen davon. Kümmere dich um dich, um das, wofür du verantwortlich bist, um dein Herz. Bezieh nicht alle Sachen auf dich, sondern kümmere dich um dein Herz, mach Zikr und sei froh. Sei happy. Dafür bist du erschaffen. Und dafür ist Islam gekommen, um das zu lehren.
Güte zu lernen, Schönheit zu lernen, Freude zu lehren, glücklich zu sein, in Freiheit. Ja? Sei ein Held. Sei ein Held, dein eigener Held, der sich befreit. Die anderen müssen das nicht sehen, da muss man nicht sehen. Allah sieht alles. Möge Allah uns schützen, inshallah. Ja, vor den Fängen von Shaitan, vor dem Brainwashing von Shaitan und von unserem Ego und den Ego-Wünschen. Es passieren viele schreckliche Dinge und die Leute werden immer verrückter, das wird man beobachten, kann man beobachten schon bereits und das ist auch so. Und das ist so, Allah will das so, das ist so. Alle warten auf den Befreier, inshallah auch, was die Welt betrifft. Mehdi a.s. Ja, das ist passiert so. Und trotzdem ist dein Herz ist wichtiger. Dein Herz, was mit Allah ist, inshallah. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und diesseits, damit wir im Jenseits Gutes vorfinden. Wir finden hier Gutes vor und im Jenseits Gutes vor, inshallah. So ist die Lehre vom Islam und so ist die Lehre vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. ألا إن أحسن الكلام وأبرأ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وذكرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.